Das Krankenhaus im deutschen Camp war gut ausgestattet. Es gab sogar ein Labor. Nachdem die Schwester keine Vene fand und unzählige Male in meinen Adern herumgestochert hatte, rief sie den Arzt, einen Schweden. Aber der meinte nach einem prüfenden Blick auf meine Arme, das kann ich auch nicht, und schickte mich ins Nachbarcamp. Da gibt es einen Syrer, der ist Chirurg, der macht das. Inzwischen war es Mittag geworden und wir mussten eine ganze Weile warten, bis der Arzt vom Essen zurückkam. Er grinste breit, als er meine zerstochenen Arme sah, klopfte mit den Fingern leicht in meine Armbeuge, setzte die Nadel und schon floss das Blut. Leider gab es aber keine verschließbaren Reagenzgläser. Darum war das Blut, als wir zum Labor zurückkehrten, geronnen und unbrauchbar. Unverrichteter Dinge fuhren wir wieder zurück. Das glitzernde Meer in der Ferne tröstete mich nicht. Weil niemand da war, der mir helfen konnte, versuchten wir es allein. Frank brachte die Zollpapiere mit nach Hause und während er am Esstisch seine Arbeit verrichtete, versuchte ich zu schlafen. Aber er konnte natürlich nicht immer bei mir sein und wenn er fort musste, stieg sofort Panik in mir hoch. Angst fegte über mich hinweg wie ein Orkan. In diesen Momenten wünschte ich mir einfach nicht mehr zu leben. Ich konnte so nicht weitermachen. Das Wetter besserte sich, die Sonne schien und der Himmel war blau, wie Vergissmeinnicht. Nur ich war betrübt und erschöpft. Die Hausarbeit erledigte ich so gut es ging. Mein Sohn wurde von mir gefüttert und gebadet, aber ich hatte keine Freude daran. Es geschah rein mechanisch. Eines Abends, Konstantin war inzwischen schon 4 Monate alt und hatte 2 Zähne, klopfte es an die Tür und ein ehemaliger Kollege von Frank stand vor der Tür. Hans Dareczek, ein älterer Mann, der aus Österreich stammte und die meiste Zeit seines Lebens im Ausland verbracht hatte. Während die Männer sich unterhielten, fiel mir auf, dass er mich ständig beobachtete. Er ließ mich kaum aus den Augen, auch wenn ich aufstand, verfolgten mich seine Blicke. Am nächsten Abend stand er wieder vor der Tür. Frank freute sich über die Abwechslung. Ich mochte den Mann nicht. Sein prüfender Blick war mir so unangenehm. Als Frank einmal das Zimmer verließ, schaute er mich ernst an und sagte, es geht Ihnen sehr schlecht. Ich täusche mich nicht, ich sehe den Hilfsschrei in Ihren Augen. Als ich nichts darauf erwiderte, begann er von sich zu erzählen. Von seinem Leben und unzähligen Auslandsaufenthalten. Seinen Depressionen auf einer Baustelle im Dschungel, die er versucht hatte mit Alkohol zu bekämpfen, weil der dortige Arzt ihm dazu geraten hatte. Ich hörte ihm zu. Er beschrieb, dass er irgendwann einmal zusammengebrochen sei und dass man ihn schließlich mit einem Rettungshubschrauber aus der feuchtheißen grünen Hölle geflogen hatte. Als Frank sich wieder zu uns setzte, stand er auf und strich mir beim Verabschieden mit der Hand leicht über die Schulter. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.